Hallo ihr lieben Krebse, wir schauen für euer Sternzeichen, für das Kollektiv der Krebse in den neuen Monat rein. Und hier geht plötzlich etwas in Bewegung. Es kann sich hier ein bisschen um Umstrukturierungen in allen Verträgen, Beziehungsangelegenheiten, Schattenthemen auch bei Beziehungsangelegenheiten handeln. Möglicherweise seid ihr hier auch in der Stimmung, mal etwas wegzulassen, was jeden Tag ein Kreislauf ist. Ist auf jeden Fall mit einer Veränderung im emotionalen Bereich verbunden. Hier verändert sich irgendetwas, was sich schon so ein bisschen manifestiert hat, wo aber auch, ja, ich würde mal sagen, viele Schattenthemen drauf hocken. Es kommt aus dem verbindlichen Bereich. Es kann hier sein, dass ihr Veränderungen im häuslichen Bereich habt, verbunden auch mit den Finanzen. Die Finanzen liegen bei euch im Hause der Stabilität, des Wachstums drin. Ja, und ihr guckt euch hier auch an, wo ihr euch selber noch ein bisschen klären müsst, wo ihr aus dem Nebel treten müsst und klare Sicht habt auf ein Feld. Das könnten hier speziell auch Freundschaften sein, ne? Wo man Hindernisse hat, wo man nicht drauf zugeht oder wo niemand auf einen zugeht oder ja, wo die Emotionen eben wankend sind, ne? Vertrauensthemen und so weiter. Es geht hier auch um eine Auflösung, um Verstrickungen im Bereich der Freundschaften. Es kann hier bei euch mit sehr plötzlicher Wunscherfüllung zu tun haben. Eine Klärung, die euch sehr dienlich ist, die euch verbindlich weiterbringt. Ein bisschen Glück sogar hier mit dabei. Also kein Aspekt, den ihr selber antritt, sondern ihr überlegt, was könnt ihr weglassen. Zugleich kriegt ihr hier eine Belohnung. Ich habe im Haus der Entscheidungen, Neubeginne, die Sonne drin. Also beste Qualität, etwas auf den Weg zu bringen, das mit einer Veränderung auch verbunden ist im häuslichen Bereich. Oder wo sich schon lange etwas manifestiert hat, das man so emotional mit sich rumschleppt. Wir haben die Finanzen und euch selber auch dabei. Es kann ja sein, dass ihr irgendetwas habt, das euch längere Zeit schon Kraft gekostet hat oder auch Nerven. Und genau das kriegt jetzt hier eine andere Qualität. Eine Qualität, bei der ihr euch stabiler fühlt, verbundener. Es kann ja sogar sein, dass ihr hier einen Partner kriegt, es geht jetzt mal an die Singles, der vorher nicht verfügbar war, ne? Irgendwo war ein Bruch und jetzt geht irgendetwas wieder zusammen. Ihr habt euch irgendetwas erarbeitet, was euch jetzt gute Früchte bringt. Hier auch im Beziehungsbereich und im beruflichen Bereich, da wo es Hindernisse gab. Also man hat hier ein schönes Fundament für euch. Entscheidungen, die ihr hier trifft, die einhergehen mit einer Situation, die euch gestresst hat, die liegen hier mit der Verkleinerung, mit der Glückskarte dran, ne? Hier ist so etwas, das euch als Impuls mit auf den Weg kommt, das erleichtert und gleichzeitig eine Wende bringt zu etwas, wo ihr im Alltag gutes Glück greifen könnt oder auch euren Sehnsüchten mehr folgen. Ihr habt hier so ein Nähe- und Distanzthema. Im Prinzip habt ihr vielleicht auch genug davon, von dem Thema, ich muss alles alleine stemmen oder ich wurde irgendwie zurückgelassen. Ihr blickt ja auch auf Verluste aus der Vergangenheit im verbindlichen und im Beziehungsbereich und auch hier sehr mit den Freundschaften verbunden, ne?
ein Schattenthema in der Liebe, in Beziehungsthemen, Liebeskummer, der geheilt wird oder sowas alles, ne? Wenn ihr die Linie hier anguckt, hier liegt eine wunderbare Paarkonstellation. Gilt natürlich auch für die, wo mit jemandem zusammen sind, wo es ein bisschen schwierig war. Das Schicksalskreuz liegt in eurem Haus, das heißt, ihr habt hier ein schicksalshaftes Glück, ein Glück, dem ihr vielleicht auch nicht traut, weil in der Vergangenheit etwas in eine andere Richtung lief. Aber ich habe hier auch schöne schicksalshafte Nachrichten, ne? Das heißt, irgendwas kommt euch ans Ohr, mit dem ihr sehr viel anfangen könnt. Und auch überall da, wo Stagnation war, überall da, wo es Kraft gekostet hat, im beruflichen Bereich, im finanziellen Bereich, wo man so die Lebensthemen dran hat. Oder auch Belastungen, ne? Also hattest du hier finanzielle Belastungen, kriegst du irgendetwas wieder ins Wachstum rein. Klarheit und Veränderung im beruflichen Bereich, auch da Wege, wo vorher Blockaden waren. Bei denen, die nicht arbeiten, ist es ein Thema, an dem ihr menschlich arbeitet. Ja, könnte man auch sagen, ihr macht die Türe wieder auf für die Liebe oder für das Geliebtwerden. Ein Erfolg auf der Beziehungsebene auf jeden Fall, ein Stückchen mehr Sicherheit für euch, ein Stückchen mehr Harmonie. Hier wird Frieden geschlossen auf einem Konflikt, den man vielleicht auch mit Familienthemen hat. Und ihr dürft ja auch für euch einstehen. Das bedeutet, ne, macht euch streitbar, wenn euch etwas zufließen soll. Also lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen, würde ich mal sagen. Nicht klein beigeben. Ihr habt hier den Reichtum dabei. Das ist schon mal schön. Ihr empfangt hier Segen. Ein natürlicher Flow setzt ein. Eine Welle des Erfolgs schwappt an. Und das auch verbindlich, ne? Und ich sehe es auch auf mehreren Bereichen irgendwie. Hier ist auch sehr viel Beistand von oben. Es entwickelt sich etwas zu eurem Besten und ihr schwimmt hier im Fluss des Lebens mit und nicht dagegen. Ihr wendet, das kann hier der Mangelgedanke sein, der euch auf dem Herzen liegt, dem ihr euch jetzt nicht mehr hingibt, sondern ihr wendet den Blick ab auf das Schöne, auf das Gute, auf die Fülle, die es im Leben gibt. Ihr macht etwas, was Spaß macht. Ihr setzt auch Grenzen hier, ne? Und ihr spürt immer mehr, dass ihr ins Empfangen reinkommt, anstatt in diesen Schattenthemen oder in Mangelgedanken, dass nichts, aber auch gar nichts klappt. Das Einzige, was ich hier sehe, sind auch so Umbrüche im freundschaftlichen Bereich, ne? Dass ihr da so guckt, wer resoniert noch mit mir, oder es kommen auch Menschen ins Leben, neue, die dir andere Qualitäten mitbringen. So, die Kristallhöhle, es geht um das Thema Vertrauen, das hatten wir schon vorher, da wo hier ne, Mangel, Verletzung, Wut, Misstrauen ist, kriegt ihr eine andere Qualität rein, die emotional auch mehr erfüllt. Und Vertrauen ist auch die Grundlage jeder Manifestation, ne? Wenn du nicht im Vertrauen bist, dass Dinge dir zugute kommen, dann kommen sie auch nicht, so ist es halt. Hier braucht man eine Portion Geduld. Und hier tatsächlich sagt die Karte auch noch, Veränderung kann mit einem Wimpernschlag, das haben wir hier, die Plötzlichkeit, einhergehen. Und es gibt wiederum Dinge, die brauchen Zeit, bis sie wachsen. Und hier ist so die Saat, die du ausgesät hast in vielen Bereichen und zugleich auch die Ernte. Du darfst wieder ein bisschen näher auch an deine Intuition ran, den Impulsen deiner Seele folgen und deinem Instinkt vertrauen. Lieber Krebs, ich wünsche dir eine schöne Zeit, einen tollen neuen Monat. Ich drücke dich, bis bald.